Hallo ihr lieben Wissbegierigen. Ich habe wieder einen Produkttest für euch von Revue Club und wundert euch nicht, ich habe das jetzt mir da hingestellt, weil es von den Lichtverhältnissen jetzt woanders sehr schlecht war und ich euch das nicht zeigen kann. Hier seht ihr das Revue Club, hier ist mit Akku drin, es war ein riesen Gerät da drin, 113 x 22 x 22 ist die Verpackung groß. Ich zeige euch das jetzt, was es ist. Das ist das Gerätchen, der Dyson Pure Cool. So schaut das Gerätchen aus. Hier unten wird die Luft gefiltert und kommt natürlich raus. Hier oben, da muss ich noch nachlesen, was das genau sein soll. Hier unten ist der Ein- und Ausschalter. Hier steht auch eine 10 drauf. Ich denke mal, das ist die Stufe 10. Ich hatte ein Problem beim Auspacken, daher schaut das jetzt so aus. Ich habe da ein kleines Video gedreht von innen. Das tue ich euch dann hier rein in das Video. Und ich zeige euch jetzt auch warum. Hier habt ihr einen Heißkleber drauf, ihr seht es. Ich hatte dann ein Riesenproblem, eben das aufzubekommen, weil es einfach festgeklebt ist. Und es ist keine Lasche und nix. Hat den Vorteil, euch fällt das Gerät beim Transport und beim Kauf nicht raus und es bleibt sicher. Ihr seht hier ist eine Fernbedienung abgebildet auf dem Gerät und ich zeige euch das dann, wo das genau ist. Ich habe es nämlich vorhin auch mal suchen müssen erst. So sieht das aus, das Ganze. Und hier war dann ganz oben die eine Hälfte und ganz unten die andere Hälfte. Die bekam ich nicht raus, so dass ich die andere Seite hier auch noch aufmachen musste, nämlich diese Seite. Ich hoffe, man sehen es jetzt hier am besten. Hier ist eine Plastiklasche, die ist draußen zum Tragen gedacht und auf der anderen Seite hat es verhindert, dass ich diesen Karton rausziehen kann. Also ich musste beide Seiten aufmachen, um die eine Hälfte des Gerätes und die andere Hälfte des Gerätes rauszubekommen, sonst hätte ich das Kabel abgerissen. Sehr schwere Sache. Ich habe jetzt dann ewig gebraucht, bis ich das drum rausbekommen habe. Damit ihr euch nicht wundert, warum ich hier so einen Aufwand betreibe, wir sehen hier unten, das ist das Kastel mit dem Kabel. Und hier unten, wenn ihr genau hinschaut, ist der Tragegriff und der blockiert praktisch den Karton, dass er rausgeht. Das sollte eigentlich vorne erklärt werden, wo macht man es auf. Ich habe es von oben aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, das hängt zusammen, man hebt es oben raus und das war's. Und genau da unten hängt es fest. Und das ist natürlich wieder blöd, wenn man das Testgerät wieder zurückschicken soll. Und wieder so einpacken, wie es vorher war. Hier haben wir einen Tragegriff und wenn ich das jetzt so halte, kippt es immer nach vorne. Aber witzigerweise mit dem Gerät war das genau ausbalanciert. Ich schneide euch das Video dann nochmal rein. Ich habe jetzt das Päckchen ausgepackt und mir ist nämlich was aufgefallen beim Heben. Der Griff ist ja da unten und dann würde man ja annehmen, weil der ja auf der Seite ist, dass das Gewicht nach vorne verlagert, wenn es das tragt. Aber ich zeige euch was. Wenn ich das so nehme, der ist genau in der Waage. Schaut euch das an. Ich kann den so tragen, ohne dass mir das da vorne zu viel wird. Weil das Gewicht ja da unten eher ist. Haben es schon gut nachgedacht. Wir bauen jetzt dann das Gerätchen hier auf. Da haben wir bessere Sicht als am Boden. Ich habe es vorhin am Boden probiert. Katastrophe. Wir machen das jetzt hier auf diesen kleinen Protest. Das Gerät an sich besteht aus zwei Teilen. Den Luftring, den großen. Den Unterteil des Gerätes mit dem Luftfilter drin. Wie das zusammengesteckt gehört, zeige ich euch dann auch gleich. Wichtig ist zu sagen, wenn ihr das hier aufeinander steckt, ihr müsst schauen, dass hier der Einschalter nach vorne zeigt. Das ist jetzt das Unterteil. Ich hatte Schwierigkeiten, das rauszuziehen, sonst hätte ich nämlich hier hinten das Kabel da abgetrennt. Also es sind ungefähr 2 Meter Kabel. Dann haben wir hier den Filter drin und das Gerätchen hier. So schaut es von innen aus. Man sieht es ja hier wieder sehr schlecht bei dem Licht. Das zeige ich euch dann. Hier von unten, da ist eben der Motor drin. Und dann steht drin, wenn der Luftfilter eben voll ist, müsst ihr ihn austauschen. Den könnt ihr einfach hier rausheben. So sieht es aus. Da ist innen drin ein Vlies und das könnt ihr dann auch einfach auseinanderziehen. Dann seht ihr hier den Luftfilter. Das ist also kein dauerhafter Luftfilter. Ich denke mal, das gibt wahrscheinlich auch einen dauerhaften. Der ist hier schon ein bisschen nicht ganz eben und das besteht innen aus Papier und wenn der dann dreckig ist, zugesetzt, muss man den austauschen. Wenn ihr den austauschen wollt, kauft euch so einen, nimmt das Teil, steckt es rein
und es hält. Warum hält es? Weil auf einer Seite ist hier so eine Plastiklasche, da fällt er euch dann nicht durch, also wisst ihr immer, in welche Richtung müsst ihr das dann auch ins Gerät einsetzen. Einsetzen geht dann ganz einfach wieder, einfach draufstülpen. So, das dreht sich da außen. Dann haben wir das da hier mit dem Luftring. Wundert euch nicht, hier hinten das Gekrakel. Kinderzeichnung zum Halloween. Dann wollen wir ja das zusammensetzen. Deswegen habe ich gesagt, passt auf, dass hier das Licht nach vorne ist. Das schaut dann folgendermaßen so aus, innen drin. Und hier seht ihr, wo ist vorne, weil hier steht dann noch drin, Air Multipler Technology. Wenn ihr es dann draufsetzen wollt, normalerweise so nach vorne. Ihr merkt es aber hier, geht nicht ganz drauf, so schief. Einfach einklicken, dass hier das auf der Seite auch drin ist. Und auch das Auseinanderbauen, wenn ihr den Filter wieder austauschen wollt, einfach hier da reinklicken auf beiden Seiten und schon habt ihr das Gerät wieder unten und genauso könnt ihr es dann draufsetzen. So, ich habe jetzt eine Weile gesucht nach der Fernbedienung. Ich zeige es euch einmal. Die Bedienungsanleitung ist natürlich auch dabei und die deutsche ist zuerst vorne drauf und hier steht es auch, zusammenbauen, klick, klick, klick und hier oben kommt eine Fernbedienung dann drauf. Wenn ihr es nicht mehr braucht, denn ihr könnt es nämlich damit, schauen wir mal, hier dann das hier ein- und ausschalten und ihr könnt es auch programmieren. Und man hat jetzt auf dem Bild gesehen, dass hier der 10, 20 oder was auftaucht. Man sagt es hier nicht. Weiß nicht, ob das dann wirklich so gemeint ist auf den Bildern oder bloß so. Und hier steht ja auch dann das auf Deutsch auch, nicht bloß in Englisch. Man muss sich halt bloß seine Sprache dann suchen, eben hier Steuerelemente, wie das hier funktioniert. Und ihr könnt einen Timer einsetzen. Und wenn ihr eben dieses Gerät reinigen wollt, auf jeden Fall aus der Steckdose wieder raustun. Dieser Luftring ist für den Luftstrom zuständig. Man kann es halt dann mehr machen, weniger. Man kann einen Timer rein tun, einen Sleep-Timer, wann es wieder ausschaltet, wann es wieder einschaltet. Dann habt ihr eine Bedienung dazu, dass ihr es nicht bloß hier per Hand machen müsst, weil wenn es dann auf dem Boden steht, ist es ganz schön tief unten. Die habe ich dann nach langem Suchen hier gefunden. Totes Versteck. Klebt man nachher dann wieder da dran. Bedienung ist so ein kleines schnuckeliges Ding und da hieß es, weil eben dieser Ring da oben so gebogen ist, man tut es dann da oben rauf. Wir tun jetzt das einmal da runter, dass es ungefähr wisst, was ich meine. Wenn ihr die Bedienung nicht mehr braucht, solltet ihr die mit den Tasten nach unten auf das Gerät da oben legen. Ich zeige euch auch warum. Das ist nämlich magnetisch. Da können Sie es hin und her wackeln, es fällt nicht runter und bleibt an Ort und Stelle. So rum geht es nicht, weil da ist der Magnet auf der verkehrten Seite und dann haut euch das ab und so passt es perfekt. Und dann könnt ihr es wieder runter machen, so, und das wieder draufklicken. Ich stecke es jetzt hier mal ein. Na. Eigentlich soll es ja selbstverständlich sein, was ich hier schon sehe an der Bedienung, das zeige ich euch nachher auch noch, unten aufschrauben und da ist eine Klopfzelle drin. So, normalerweise, wenn man jetzt da draufklickt, schaut's her, jetzt zeigt es die 10 Sekunden an und es fängt schon starten an. Hört ihr das? Da kommt schon ein super toller Luftstrom raus. Hier unten wird es gefiltert. Man drückt drauf, ist schon wieder aus. Und das dreht sich ein bisschen anscheinend, habe ich das Gefühl, oder war ich das nur? Mehr könnt ihr eh nicht machen. Hier ein- und ausschalten. So. Wir haben halt dann hier die Bedienung. Wir machen das jetzt wieder aus. So, wir nehmen jetzt mal die Bedienung. Geht auch aus. So. Hier stellt ihr den Timer ein. Hier tut ihr den Luftstrom. Den Luftstrom vergrößern, verkleinern. Wir tun jetzt einmal ganz wenig. Geht bis Stufe 10. Dann haben wir den Timer. Den kann man hier einstellen. 1 Stunde, 2 Stunden. Schauen wir mal, wie weit geht er denn? Bis 9 Stunden können Sie einstellen, dass nach 8 Stunden der Sleep Timer eingeht. Und man kann es auch ausmachen. So, dann machen wir nochmal wieder aus. Dann machen wir wieder ein. So, dann können wir hier
steuern, in welche Richtung er geht. Das finde ich toll. Deswegen ist das nämlich hier steuerbar. Also man muss das ausprobieren. Da gibt es hier diese Pfeiltasten hier oben. Die sorgen dafür, dass das Ding hin und her schwenkt, einfach schneller oder gar nicht. Machen wir schnell. Also man könnte es jetzt sehen wie ein riesen Ventilator. Tun wir jetzt das mal ein bisschen herum. Jetzt müssen wir mal schauen, was passiert, wenn man das auf 2 legt. Ne? Wenn sie jetzt da drauf drückt, einmal, dann fängt sie es drehen an. Ist egal in welche Richtung, nach rechts, nach links, wie bei einem Ventilator. Und drückt sie halt dann nochmal drauf, bleibt stehen. Drückt sie wieder drauf, macht es wieder. Und dann kann man das wieder höher stellen, sagen wir auf 5. Also ich finde, es macht schon etwas einen Lärm. Also bei 10 Hertz ist wirklich, finde ich, schon sehr stark. Ich würde es ja eher bei, also 1 hört ja gar nichts. 2. So, und dann können Sie es einfach ausschalten. Dann tut sie nichts. Habt ihr das Pfeifen gehört? Mir kam es eher so vor wie so ein Staubsauger, der immer lauter wird. Vor allem dieser hohe Ton, der ist jetzt nichts für mich auf Dauer. Es gibt 10 Stufen. Bei der 10 ist er am höchsten, der Luftstrom, und bei 1 ganz gering. Das war es jetzt eigentlich von Vorführen. Ich bin mal gespannt, wenn es jetzt eine Zeit lang bei uns läuft, ob es wirklich dann hilft, runterzukühlen oder ob das einfach nur ein Ventilatorersatz ist. Ein riesengroßer. Dafür braucht es ja auch erstmal Platz, vor allem in der Höhe. Na, es ist ja wirklich so hoch.